Herzlich willkommen zum Vortrag Digitalisierung ohne Kompromisse mit Elko. Die meisten produzierenden Unternehmen arbeiten mit Geräten unterschiedlicher Typen und Hersteller. Wie lassen sich diese Maschinen vernetzen? Wie werden ihre Daten ausgelesen? Und wie können Zustände flächendeckend überwacht und Leistungskapazitäten vollständig ausgeschöpft werden? Die Antwort auf diese Fragen ist die skalierbare IoT-Plattform, der IoT Hub. Im Laufe der Geschichte vollzog sich eine Reihe technologischer Sprünge, die tiefgreifende Veränderungen für Industrie und Arbeitsbedingungen mit sich brachten. Zurzeit befinden wir uns mitten in der vierten industriellen Revolution, auch Industrie 4.0 genannt. Nach der zunehmenden Automatisierung und dem Einsatz von Halbleitertechnik steht nun der immense Wert von Daten im Fokus. Und welche Informationen sich daraus ableiten lassen? Durch die verbesserte Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ist es mittlerweile möglich, nicht nur einzelne Produktionsschritte, sondern gesamte Wertschöpfungsketten zu optimieren. Diese Informationen dienen unter anderem der Beschleunigung interner Prozesse bei gleichzeitiger Ausschöpfung des maschinellen Leistungspotenzials. Durch die gezielte Überwachung von Produktionsqualität und Maschinenzuständen sollen Ausschussraten vermindert und somit Produktionskosten gesenkt werden. Die detaillierte Auswertung von Maschinendaten ermöglicht darüber hinaus eine vorausschauende Wartung. Diese trägt wiederum dazu bei, Ausfälle vorzubeugen bzw. Stillstandszeiten zu verkürzen. Das kommt neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch der Umwelt zugute, da unnötige Emissionen eingespart werden. Die vierte industrielle Revolution geht allerdings mit vielen Herausforderungen einher. Ein weit verbreitetes Problem ist die Vielzahl an industriellen Kommunikationsprotokollen wie MQTT, OPCOA und Modbus. Hinzu kommen herstellerspezifische Protokolle, die mit anderen Protokollen häufig nicht kompatibel sind. Ein Problem, das insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen betrifft. Denn deren Maschinenparks sind entweder mit Geräten unterschiedlicher Hersteller ausgestattet oder sie verfügen sowohl über alte als auch sehr neue Maschinen, die mehr oder weniger gut miteinander vernetzt sind. Der Stand der Digitalisierung ist praktisch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. So verfügen manche Unternehmen über hochmoderne Produktionsplanungssoftware, während in anderen noch mit Excel-Tabellen gearbeitet wird. Hinzu kommt individuelle Anforderungen, die je nach Branche, Unternehmensaufstellung oder Berufsgruppe variieren, etwa in Bezug auf Sicherheit, Normen, Zertifizierungen oder die Arbeitsweise. Das aktuelle Bild veranschaulicht eine typische Situation in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auf der linken Seite sind das Management und die Planungsebenen abgebildet. Sie nutzen in der Regel verschiedene Software-Tools wie beispielsweise ERP oder MES-Systeme. Diese Systeme sind meist gut mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vernetzt, wie die gelbe Linie veranschaulicht. Mitunter verfügt die eine oder andere Maschine bereits über Schnittstellen zum MES-Systemen, über die sie kommunizieren kann. Die meisten anfallenden Daten werden jedoch nicht abgegriffen. Mit dem IoT Hub lassen sich Maschinendaten aus unterschiedlichsten Quellen erfassen und zentral verwalten. Dadurch können Drittsysteme mit Daten versorgt werden, etwa Dashboard-Tools, aber auch ERP- und MES-Systeme. Nun stellen Sie sicherlich die Frage, wie gelangt der IoT Hub an die Maschinendaten und wie arbeitet er? Auf dem Edge Layer bzw. der Maschinenebene befinden sich die verschiedenen Geräte und Anlagen, welche Live-Daten erzeugen. Der IoT Hub stellt die Plattformebene dar und verarbeitet die gesammelten Daten. Auf dem Application Layer, der sogenannten Anwendungsebene, werden verschiedene Anwendungen mit den Daten gespeist und nehmen deren Visualisierung vor. Um Live-Daten aus der Maschinenebene zu erfassen, bedient sich der IoT Hub sogenannter Agenten. Dabei handelt es sich um Subprogramme, die jeweils genau ein Maschinenprotokoll abbilden und im IoT Hub in eine einheitliche Sprache übersetzen. Da es sehr viele unterschiedliche Maschinenprotokolle gibt, bietet Elko eine große Auswahl an Agenten an, welche über einen Agentencontroller gemanagt werden können. Die so ausgelesenen Daten stellt der IoT Hub
dann über eine standardisierte Webschnittstelle zur Weiterverarbeitung für Drittsysteme bereit. Um eine noch bessere und vor allem mobile Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zu gewährleisten, hat Elco den App-Designer entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen App-Baukasten, der die Erstellung eigener, auf den individuellen Anwendungsfall zugeschnittene Industrie-App erlaubt, ganz ohne Programmierkenntnisse. Die so erstellten Apps können anschließend in einer geschützten Umgebung auf Android- oder iOS-Geräten genutzt werden. Doch wie funktioniert der App-Designer? Der App-Designer ist über eine Webschnittstelle mit dem IoT-Hub verbunden. Hier können sich die Nutzerinnen und Nutzer verschiedene Apps erstellen. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, wird ein QR-Code erzeugt. Dieser kann auf einem mobilen Endgerät eingelesen werden. Alles, was es dafür braucht, ist unser App-Hub, der im App Store bzw. im Google Play Store kostenlos erhältlich ist. Er baut zum Anzeigen der Daten eine Verbindung mit dem IoT-Hub auf. Auf diese Weise kann die eigenhändig erstellte App in Sekundenschnelle geteilt werden und ist sofort einsatzbereit. Aber warum sollte man in der Industrie überhaupt Apps nutzen? Gründe für eigene Apps gibt es viele. In jedem Unternehmen gibt es verschiedene Nutzergruppen mit individuellen Aufgaben, die für deren Bewältigung unterschiedliche Daten benötigen. So ist das Management insbesondere an Kennzahlen und Statistiken zur Produktionseffizienz interessiert, während der Instandhalter eher auf Drehzahl und Temperaturverläufe schaut. Neben den genannten Vorteilen bringen IoT-Systeme noch einige Mehrwerte mit. Durch die lückenlose Vernetzung und das permanente Ausspielen von Live-Daten werden regelmäßig Meldungen oder, falls erforderlich, Alarme ausgegeben. Letzterer informiert beispielsweise im Störfall etwa einem Defekt oder den Stillstand einer Maschine. Hierdurch ergeben sich wesentlich kürzere Reaktionszeiten, da Ausfälle schneller entdeckt und behoben werden können. Außerdem sparen digitale Dokumentationen im Regelfall große Mengen Zeit und Papier, was nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Budget des Unternehmens zugutekommt. Durch vorausschauende Wartung können die Laufzeiten von Maschinen optimiert und Stillstände reduziert werden. Das minimiert produktionsfreie Phasen und sorgt dafür, dass Potenzial jeder einzelnen Maschine bestmöglich ausgeschöpft wird. Durch die Überwachung von Statusinformationen und Stückzahlen lassen sich nicht zuletzt die Ausschussraten verringern. Da es mitunter schwierig ist, sich den Einsatz einer IoT-Plattform im eigenen Unternehmen vorzustellen, zeigen wir Ihnen an dieser Stelle unser Anwendungsbeispiel des IoT-Hubs mit der Lernfabrik 4.0 von Fischer Technik und einer Mitsubishi Steuerung. Hier wird mittels Industrie-App, auf die wir über den App-Hub zugreifen, die allgemeine Anlageneffizienz oder kurz OEE genannt, überwacht. Darunter fallen unter anderem Kennzahlen wie Status, Verfügbarkeit, Leistung und Qualität. Der Prozess wird gestartet. Der Anlagenstatus wechselt von Rot auf Grün. Die Produktionszeit beginnt zu laufen und die Verfügbarkeit der Anlage wird erfasst. Wir begleiten nun einen vollständigen Produktionsdurchlauf. Am Ende der Produktionsstrecke wird das Werkstück einsortiert. Der IoT-Hub nutzt die Sensorik der Fabrik, um diesen Vorgang zu erfassen. Intern wird jetzt die produzierte Menge abgebildet und die erste OEE berechnet. Im dritten Durchlauf wurde das Werkstück falsch einsortiert. Es gilt somit als Ausschuss. In der App wird der Ausschuss um den Wert 1 erhöht. Infolgedessen sinken Qualität und OEE. Mit einem Dashboard-Tool, hier im Beispiel von Grafana, lassen sich die einzelnen Verläufe abbilden.
Fallen bestimmte Kennzahlen unter vordefinierte Schwellwerte, gibt der IoT-Hub einen Alarm aus. Dieser kann in der App quittiert werden. Und wie lässt sich der IoT-Hub nun mit den Maschinen vernetzen? Hier gibt es 3 Möglichkeiten. In der einfachsten Version wird der IoT-Hub auf einem kleinen Industrie-PC installiert und mit einer Maschine verbunden. So lassen sich zusätzliche HMI an der Maschine anbringen und kleinere Applikationen betreiben. In der nächsten Ausbaustufe wird die komplette Fabrik mit einem IoT-Hub vernetzt. Hierfür ist ein eigener Server erforderlich. Dieser kann beispielsweise in einem kleinen lokalen Produktionsnetzwerk betrieben werden. So sammelt der IoT-Hub Daten aus der gesamten Produktionsstrecke und leitet sie zum Beispiel an Produktionsplanungstools weiter. Für den Maschinenbau oder das produzierende Gewerbe mit mehreren Standorten ist eine Cloud-Lösung sinnvoll. In diesem Fall bietet der IoT-Hub eine Mandantenverwaltung an. Sie ermöglicht die saubere Trennung zwischen einzelnen Instanzen. So verfügt zum Beispiel jeder Kunde über seine eigene IoT-Hub-Instanz. Die wesentlichen Vorteile von IoT mit Elco bestehen in der Vernetzung von Maschinendaten aus mehreren Quellen. Mit dem IoT-Hub lassen sich Produktionsdaten ohne Cloud-Zwang verwalten. Durch individuelle Funktionen und Datenverarbeitungen sowie eigene Apps lässt sich die Software vollständig an ihre Anforderungen und Wünsche anpassen. Nicht zuletzt ist der IoT-Hub skalierbar und wächst mit Ihrem Unternehmen. Sprich, es können nach Belieben neue Module und Schnittstellen hinzugefügt werden. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Vortrag. Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unsere Website, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns gerne an. Unser Team berät Sie gerne.